Apportausbildung ein Kinderspiel? Heute zeigen wir euch, wie wir Schritt für Schritt unsere Hunde zum sicheren Apport bringen. Rückblick. Wir starten mit dem Dulden des Daumens. Hierbei lernt der Hund die Kommandos Apport, Halten und Aus. Akzeptiert der Hund diese Übung, kann der Daumen schon durch ein leichtes Jute-Apportel ersetzt werden. Das Kommando Aus wird herausgezögert. Aus! Ja. Nach einigen Wiederholungen sollte der junge Hund selbstständig beginnen zu greifen. Die nächste Stufe ist das Zutragen des Apportels mit dem Kommando Bring. Zwiebel hat in dieser Phase der Ausbildung immer eine dünne Leine dran, damit ich bei Bedarf korrigieren und notfalls eingreifen kann. Das ist Jette. Jette ist 4 Monate älter als Zwiebel und an ihrem Beispiel zeigen wir euch, wie es idealerweise mit Zwiebels Apportausbildung weitergehen wird. Jette lässt sich schicken, nimmt das Apportel vom Boden auf und trägt es mir sicher zu. Diese Wiederholung zuverlässig und abrufbar, steige ich bei den jungen Hunden schon auf Wild um. Hier ein Kanin und alles noch zu Hause im gewohnten Garten mit wenig Ablenkung. Bei Jette sitzen die Kommandos und es kann abgehen ans Wasser. Sie muss geduldig warten, auf Kommando geht's zum Apport ins Wasser, immer noch an der Leine, damit ich gegebenenfalls eingreifen kann. Sie greift sofort und macht sich auf den Rückweg. Ohne sich zu schütteln, schaut sie, wo ich bin, sitzt super vor, hält fest und wartet auf das Kommando Aus. Im späteren Verlauf der Ausbildung arbeitet der Hund komplett außer Sicht. Hier sehen wir den Anton auf der Kaninschleppe im Wald. Er nimmt ohne zu zögern das Kanin auf und trägt es zu mir zurück. Bringt der Hund dann einen Fuchs über Hindernis ordnungsgemäß zum Führer zurück, kann man wohl behaupten, dass die Apportausbildung gelungen ist. Für mich ist es immer das Bewegendste, wenn der Hund in der Lage ist, die Theorie in Anführungszeichen in die Praxis zu übertragen. Das sind ganz besondere Momente. Neben der Abrichtung ist es uns sehr, sehr wichtig, dass Zwiebel so oft es geht ins Revier kommt. Sowohl ins Feld, in die Flur, aber auch in den Wald soll sie die Möglichkeit bekommen, ihre Nase einzusetzen, Sinneseindrücke zu verarbeiten und die Welt kennenzulernen. Wir jagen bei uns im Revier sehr viel Raubwild. Wir nutzen aktuell jede Gelegenheit, dass Zwiebel keine Scheu vor Raubwild hat, indem sie ganz viel Kontakt mit Füchsen, Waschbären, Dachsen etc. hat. Sitz. 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 Fein. Der Trillerpfiff klappt mittlerweile aus der Bewegung heraus.
Die Felder sind abgeerntet, alles ist kahl, da gibt es nicht mehr viel Witterung. Also untersucht Zwiebel das, was übrig geblieben ist. Fuchslosung, Mauselöcher und was sonst noch so auf den Feldern zu finden ist. Hier hat sie sich von einem Stück Plastik in die Irre führen lassen. Diese Aufnahmen wollte ich euch nochmal mit auf den Weg geben. Es zeigt einfach unsere Hunde am Abend. Alle haben einen Job gehabt am Tag. Alle sind zufrieden, ausgeglichen. Und so können wir unseren Tag beenden. Besonders im Apport gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, die Hunde einzuarbeiten. Ihr habt unsere Methode gesehen, die sich für uns individuell in den letzten Jahren bewährt hat. Vielen Dank für euer Interesse. Weidmanns heil und hoffentlich bis zum nächsten Mal.